Was ist mit mir passiert? Das ist eine wilde Geschichte, glaube ich. I just read that it's called the Jesko roller coaster. Yeah, someone said that. But I could see it like a roller coaster. Ich bin Jesko, ich komme aus dem Taunus, bin in Bad Schwalbach geboren, in Hofheim aufgewachsen und ich habe mir die Route überlegt und quasi auch den Event. Taunus Bikepacking ist ein self-supported Bikepacking-Event über 1000 Kilometer grob mit etwa 20.000 Höhenmetern. Es geht durch alle Täler und über so gut wie jeden Hügel im Taunus, kreuz und quer, zu allen Sehenswürdigkeiten, die ich so kenne. Das Teilnehmerfeld ist sehr divers. Wir haben Leute aus vielen verschiedenen Nationen, verschiedene Geschlechter, Teilnehmer von 19 bis 68 Jahren und alle möglichen Hintergründe. Für manche ist das der erste Event, andere fahren vielleicht schon seit Jahrzehnten, machen die Bikepacking, gehen auf Radtouren. Das ist wirklich von allem was dabei. I'm Natalie. I'm from the Netherlands, from Utrecht. I'm hoping to finish in 5 or 6 days. I love cycling all day. I don't know if I'm looking forward to the climbing though. I'm not really used to climbing because I'm from the Netherlands, so I know. Mostly the first day is very hard and then I get a little bit used to it. Hi, ich bin der Marc. Ich komme aus Koblenz. Das ist die 3. Teilnahme. Ich war die letzten 2 Male auch dabei. Beim letzten Mal habe ich leider nicht gefinisht. Ja, und jetzt würde ich gerne korrigieren, was letztes Jahr nicht geklappt hat. Vielleicht plant man irgendwie noch so den ersten Tag, dann fahre ich dahin, dann esse ich da und dies und jenes, aber dann irgendwann ist man in so einem, dann passieren so viele Dinge, die man vorher vielleicht nicht auf dem Schirm gehabt hat oder es geht einem mal gut, mal schlecht und so dieses mehrere Tage, das ist so mal, man muss nichts machen außer fahren, essen, schlafen und wieder fahren. Immer dem Strich nach, bis er aufhört. Mich motiviert die Community hier. Also das ist immer cool, weil man ganz viele neue Leute kennenlernen kann und auch ganz viele alte Gesichter wieder trifft. Ich mag den Taunus, obwohl ich hier auch das ganze Jahr eigentlich irgendwie rumfahre, aber trotzdem lerne ich immer noch mal neue Strecken kennen. Und so ein Event direkt vor der Haustür ist auch einfach von der Logistik, ja. Und wenn es dann noch schön ist, muss man eigentlich nicht viel drüber nachdenken. Ich bin Svenja, ich bin noch 29 Jahre alt und ich komme aus Berlin. Das ist mein zweites Mal, also meine zweite Runde. Dadurch, dass letztes Jahr mein allererstes relativ großes so Bikepacking-Challenge war, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich im letzten Jahr so ein bisschen was gelernt habe oder so ein paar Skills entwickelt habe und dachte, vielleicht schaue ich mal, wie ich die jetzt dieses Jahr anwenden kann und wie es sich jetzt anfühlt. Quasi so mit ein bisschen mehr Erfahrung und aber auch einfach, weil die Route mega, mega schön war letztes Jahr und ich mega geflasht war von allen Abfahrten, von den Aussichtsblick, geile Schutzhütten es gab und alles. Und ja, da dachte ich, das lasse ich mir nicht entgehen für eine zweite Runde quasi. Mein Top-Ziel ist kein Sturz, keine mechanischen Probleme, heil ins Ziel kommen. Und wenn ich eine Stunde schneller bin als letztes Jahr, fände ich es auch cool. Great to see you all. I promise I'll make it quick. I just want to say a few words. Don't try to gain an unfair advantage over others. So that's the self-supported part of it. You can take any help that is available to everyone. If somebody offers you the help, you don't know them, or they offer it to everybody, that's totally fine. You can buy each other a drink if you want. You can ride together, we don't care. Awesome. Okay.
Good luck, guys. Sehr schön. Sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Sehr cool. Aber schon steil, ne? Also ist schon ordentlich. Die Beine fühlen sich noch gut an. Werden warm. Geht's jetzt lang? Zu dem Tempel da oben? Hey. Geil! Ich liebe es! Ich bin hier heute Abend um 20 Uhr. Gute Fahrt. Ja, danke. How does it feel? It hurts. It hurts a bit. Rauf und runter, rauf und runter. Ja, hier bleiben wir doch einfach, oder? Für den Rest des Tages. Oh. Deswegen hast du es heute. Trail Magic, ja. Trail Magic ist, das kann sein, dass da jemand steht und dich anfeuert. Fangt an, wo höre ich auf? Oder was auf die Straße schreibt. Aber das geht bis zu ganzen Verpflegungsstationen. Ich kriege jedes Jahr Fragen von Leuten, dürfen wir die Fahrer supporten? Und ich sage dann immer, wenn ihr alle supportet, ist es okay. Es soll halt fair bleiben. Und daraus entwickelt sich über die Jahre jetzt immer mehr Leute tatsächlich Verpflegungsstände aufbauen und den ganzen Tag auf die Fahrer warten, was wirklich besonders ist. Wie läuft's bisher so? Besser als gedacht. Jetzt wieder am Anfang dachte ich so, scheiße. Aber irgendwann lief's dann. Wie fandet ihr die Strecke? Bis jetzt top. Schöne Abfahrt. Okay. Die Abfahrt. Ja. Eine Feier extra wie euch! Der Segelflugplatz in Michelbach, der wird betrieben vom Andreas Siefer. Der ist ein großer Fan der Veranstaltung.
Es war so, dass ich das jahrelang beobachtet habe, dass einmal im Jahr montags morgens jede Menge Fahrradfahrer zu uns in die Bäckerei kommen und haben den Verbrauch von Croissants sehr schnell aufgekauft gehabt, dass wir also nichts mehr hatten. Er hat mich auch letztes Jahr schon angeschrieben, ob er einen Verpflegungsstand aufbauen darf. Ich habe nicht erwartet, was er dann da aufgetischt hat. Also der hat da wirklich ein Arsenal an Essen und Trinken aufgetischt und die Leute haben teilweise auf dem Segelflugplatz übernachtet. How do you feel? Good? Yeah. It's hard. So eine But very Distanz nice. habe ich noch nie auf dem Mountainbike oder. Letztes Jahr war noch der war Zweiter jetzt. On for a few hours. Den habe ich jetzt in der Find some spot to put my Nee, baby der war der and ist der sleep. erste. Genau, ja, ist der, glaube ich. Yeah. Genau. Du siehst erschöpft aus. Ja, schon. Aber eigentlich ganz gut. Also erschöpft, aber positiv gestimmt. Auf jeden Fall. Ich freue mich aufs Schlafen. Oder beziehungsweise eher Beine nicht bewegen. Hast du auch gedacht, du denkst so, Garmin sagt da lang, Jesko sagt da lang. Aber wo lang bitte? Es brennt auch so schön auf den frischen bunten. Okay. Was im Hotel, ja. Aber wir den super ausgegeben haben. Ja, weißt du, nur schöne. Ja, servus, gute Fahrt, ciao. Gute Fahrt. Wir haben noch 1, 2, 3, 4. Oh Mann. Los geht es. Folge der Tour auf Eisenstraße Richtung Südosten. Die Checkpoints sind eigentlich so symbolische Punkte. Das ist vor allem mental so ein Meilenstein. Am Checkpoint gibt es einen Stempel, den müssen die Leute finden erstmal. Also die Route hört dort auf, an diesem Ort. Sie wissen schon, jetzt bin ich da, aber sie müssen sich vielleicht ein bisschen umschauen, um diese Stempel zu finden. Hast du den Stempel entdeckt? Nein. Ich auch nicht. That's cold. That's very cold where you are going. Ah. Okay. That's why we were laughing so hard.
How are you? Now I'm good. I'm good. That was hard. But no, it's going down again, so gonna be okay. Du kannst sehen, wie weit es runtergeht. Ja. Schön in die Weinberge. Ich mache es nicht extra schwer, um es schwer zu machen. Also es ist kein Hügel drin, der irgendwie den ich eingebaut habe, nur um es schwerer zu machen. Das ist nicht so. Die schönen Orte sind oft weit oben oder auf dem Hügel ist die schönste Aussicht und wer bergab fahren will, muss auch bergauf fahren. Aber es ist eine schwere Strecke auf jeden Fall. Es ist sehr anspruchsvoll. How are you doing? Pretty good. How do you feel? I feel a bit better now this afternoon. I didn't feel like I had enough almost, but going up to the top of the checkpoint. But then, yeah, you just it's a few minutes like that, and then you just say, okay, let's go a little bit more. And when you know what's coming, like the nice views, and yeah, so you just keep going as far as we get. And have fun. Are you having fun right now? Yeah, in a funny way. Yeah, I mean, just to be able to ride the bike, and to be able to do something like this, you have to accept that it's fun. Look at that view though, yeah? Wow. It's not easy, yeah, but it's fun also, and we're lucky that we can do it. And yeah, we've got the freedom to do it, so yeah, pretty lucky. Yeah, and if it doesn't go any more, then it doesn't go, then you just have to stop. That's it. We have to be philosophical, I think, yeah. Want a bivvy here? It'd be nice, but I don't think they're living it, yeah. Wie läuft's? Ja, ganz gut. Wird jetzt langsam dunkel. Mal schauen, wo ich einen guten Schlafspot finde. Hast du Zeit? Ja, ein Biwaksack. Okay. Der müsste auch wasserdicht sein. Aber ich glaube, die Nacht wird kommen. Oh. Nimm mir nicht meine Zuversicht. Wie fühlen sich die Beine an? Ja, ganz gut. Also wenn jetzt sehr viel Druck auf der Pedale ist, spüre ich die Knie ein bisschen. Dann laufe ich halt lieber, weil die Knie brauche ich ja noch die nächsten Tage. Aber sonst geht es eigentlich ganz gut. Heute Morgen tat so alles weh, aber jetzt ist eigentlich fein. Wie weit willst du noch? Ich würde gerne die 4000 Höhenmeter voll machen. Was es in Kilometern bedeutet, keine Ahnung. Also ich fahre eher nach Höhenmetern. Wie weit bist du? Jetzt bei so 3700. Ja, dann hast du es ja bald. Genau. Ein Hügel. Ja, einer muss noch. Die Teilnehmer schlafen eigentlich, wo sie möchten. Also sie können ein Hotelzimmer nehmen oder eine Pension. Viele nehmen auch einfach nur einen Schlafsack mit und legen sich mal in eine Schutzhütte. Wo man anhält, wo man schläft, wie man sich verpflegt, das ist jedem selbst überlassen. Wie war der Tag? Lange und sehr anstrengend. Und wie ist die Laune?
Die Laune ist super gut. Ja, es geht gut. Ich bin immer in guter Laune, wenn ich bin auf meinem Fahrrad. Das ist hervorragend. Richtig schon gemacht. When you want to wake up? I don't know. I suppose I'll probably wake up naturally around 5:30 when the sun comes up. The third day is the most interesting one. You feel very well or Hallo. Na, wie geht's? Ja, gut. Bisschen verfrischender Regen. Alles gut. Wie ist die Laune? Ja, auch gut. Ja, wir haben gestern einen kurzen Tag gemacht und das hat sich gelohnt. Also war nach Tag 1 da war ich total platt. Ich denke, so schaffe ich keine 6 Tage. Aber gestern war dann ein guter kurzer Tag, schön geduscht und jetzt sind die Beine wieder frisch. Also alles gut. Bis dann. Tschüss. Wie geht's? Wie steht's? Mir geht. Ich will nicht anhalten und es reden. Es wird besser. Aber wenn es kaputt oder so, geht man wieder weg. Aber manchmal ist es halt so schnell, dann geht man jetzt wieder los. Jetzt versuche ich eigentlich irgendwie wieder in die Top 10 zu kommen. Aber ich glaube, wenn ich so langsam fahren muss, dann wird es nichts. Letzten Mal extra ein bisschen mehr geschlafen. Ich glaube 5 Stunden. Ja, so nach 2. Und immer so um 3 Uhr losgefahren nachts. Aber irgendwie muss ich halt gerade ständig stehen bleiben. Ich drehe mich ein bisschen rum und dann ist es einfach wieder weg. Das nervt mich auch gerade. Ich habe gar keinen Bock mehr. Also jetzt gerade geht's, eben hatte ich keinen Bock mehr. Jetzt ist es wieder gut. How are you? I'm great. How was the ride from the hub? No, very good. I skipped the rain. The oven.
geht's dir? Gut. Also heute bisher war es sehr schön. Nach dem krassen Tag gestern ist heute auf jeden Fall viel besser. Ja, jetzt bin ich mal gespannt mit dem Gewitter, wann das kommen soll. Mal gucken. Soll ich den Stempel mit runterbringen? Nee, ich komm schon auch. Ich brauch die Karte, ne? Wenn ich jetzt die Karte vergesse, ist ja unglücklich. Feels good. Ja, das ist nice. Zählt es jetzt als die Hälfte? Ja, fast. Ich glaube, wir sind jetzt bei 84 oder so. Und kennst du dich ja aus? Schon. Wobei ich sagen muss, also ich habe ja 30 Jahre in Frankfurt gewohnt, war schon echt viel Fahrradfahren. Aber es zeigt schon echt viele neue Orte. Ja. Alright. Stärkungen weiter. Ich habe Hunger, ich will aus dem Wald raus. Hier sind mir zu viele Mücken. Ich versuche mir heute eine Hütte zu suchen, wenn ich noch eine kriege, aber meistens sind die anderen vor mir und dann ist alles besetzt. Ja, gut. Ciao. Erzählt, ja, wenn du jetzt hier runterfährst, dann 10 Kilometer, da kommt hier vorne um die Ecke, da war ich mal pinkeln oder keine Ahnung irgendwie. Ich war mal so überrascht, dass sie das alles so aufstellen. Das Marco. Als Nicht-Biertrinker. Ja, zum Wohl. Schneiden kannst du so viel wie du willst. Beim Italy Divide hatte ich am letzten Tag mal einen Italiener. So als mentale Challenge habe ich völlig unterschätzt und völlig falsch eingeschätzt. Ich dachte, ich hätte kein Problem damit. Aber ich habe ein Riesenproblem damit, dass man immer im Kreis fährt. Ich habe es nicht gecheckt, Mann. Also, hört sich blöd an, aber ich weiß ja, dass ich das wahrscheinlich kann, so physisch. Ja, die Distanz. Aber im Kopf so, what the fuck? Perfekt. Ja, grazie wohl, genau. Ja, echt schnell mit dem Gewitter. Als ich jetzt hier gerumpelt hat und auf einmal hat es schon da gerumpelt. Ich hatte richtig Probleme. Also erstmal der Wind, scheiße, ich muss mich auf den Boden legen, es geht. Da habe ich dich noch gefragt. Da warst du auch noch so halb ansprechbar, hast aber gesagt, da unten ist es trocken. Ja, einigermaßen, ja. Gut, es hielt sich dann aber, der Wind ließ nach und es regnete nur noch. Ja, und dann habe ich gemerkt, mir ist A, viel zu warm. Ja. Dann ist mir mein Kissen runtergefallen. Und dann? Dann habe ich mein Elektrolytpulver vergessen. Dann musste ich pinkeln. Kann man mehr Probleme haben. Das ist ja nicht gut. Wolltest du ein bisschen Schwarzbrot? Aber eigentlich möchte ich gerade noch rein, jetzt essen wir mal. Ich habe am Start mit einem unterhalten, der hatte hinten 2 Rollen Schwarzbrot drin. Ich dachte, oh, das hört sich ja gut an, das versuchst du auch mal. Du gibst den Rewe. Ich gehe im nächsten Rewe, guck nach Schwarzbrot. Ess das während der Fahrt, ich wäre fast erstickt.
Ja, das wird immer mehr im Mund. Das kannst du wirklich nur essen, wenn du stehst. Boah, da kriegst du nicht für den Hals. Unglaublich. Wie gut hast du geschlafen? Ja, ganz gut, glaube ich. Also zumindest habe ich nicht das Gefühl gehabt, die ganze Zeit aufzuwachen. Sondern eher, dass ich durchgeratzt habe. Aber als ich heute Morgen aufgewacht bin, dachte ich, ich müsste meinen Körper erstmal fetten und ölen. Also wirklich so knatschig schmerzt hat. So. Das ist ein Schwarzbrot. Ich schmeiß das weg. Aber beim ersten Mal genau das Gleiche und das während der Fahrt. So, bis später. Marco, wir haben übrigens unterschrieben, dass alles gnadenlos verwendet wird. How are you? I hate to smell myself. I'm disgusting. I've never showered, didn't shower for 4 days in a row. And I don't want to do it again. And the legs? Gut. Popo nicht. My butt hurts a bit. But yeah, I think for today, it will last. Yeah. Was ist hier los, ey? Yeah, feeling great. It's love this weather more than 35 degrees. Are you completely wet? Yeah, not completely, just a bit moist. But if it stops raining and I continue to ride for a few hours, it will be dry. So that would be ideal. That's getting difficult. See you. Have a nice day.
Was war das denn? Das Gerät triggert mich sehr. Bisschen Überraschung hier. Hallihallo. Der Regen war hart auf jeden Fall. Also da hatte ich auf jeden Fall mein Tief. Da hast du auf jeden Fall auch gut geholfen in dem Moment, muss ich sagen. Der Beistand war wichtig. Bei welchem Regen? Nee, ansonsten ja irgendwie ganz froh, dass es jetzt bald entspannter wird. Beziehungsweise der sich dem Ende zuneigt. Ist ganz schön matschig da draußen. Habt ihr geduscht? Nee. Meine Füße sehen aus wie als wäre ich 3 Wochen im Sumpf gewesen. Das kann man, also das ist nicht normal, wirklich. Die fangen schon an, sich so langsam aufzulösen. Aber was soll's, das ist Ultracycling. Oh. Ciao, bis später. Grüß Marc. Ciao, ciao, bis bald. Was ist ihm so kalt? Oh. Wie geht's? Was ist mit dir passiert? Oh. Was ist mit mir passiert? Das ist eine wilde Geschichte, glaube ich. Wann haben wir uns denn das letzte Mal gesehen? Vor einer Weile. Gestern oder so, glaube ich. Ist auf jeden Fall gerade schön, irgendwen zu sehen, weil ich jetzt irgendwie den ganzen Abend noch niemanden gesehen habe. Irgendwann hat mir jemand geschrieben, dass ich in den Top 10 bin und das hat mich voll motiviert. Und dann ist, Moment, ich muss kurz sortieren. Dann habe ich irgendwie Knieprobleme bekommen und meine Füße sind irgendwie die ganze Zeit nass, so super aufgeweicht und es hat so wehgetan. Dann habe ich angehalten und habe halt auf einer Bank gesessen und meine Füße in die Luft gestreckt. Ich hatte auch keinen Strom mehr so wirklich auf dem Handy und das war einfach super langweilig, aber das musste irgendwie sein. Dann ging es wieder. Das mit meinem Knie ist jetzt irgendwie auch wieder weg. Und gestern Abend im Dörsbachtal dachte ich, habe ich irgendwie einen Platten gehabt hinten. Einfach irgendwie so einen großen Cut. Ja, habe ich einen Schlauch da reingemacht und habe die Ventilverlängerung abgebrochen. Und bin dann 1,5 Stunden durchs Dörsbachtal gewandert, nach Singhofen. Und habe da gedacht, ich schlafe bei der Autovermietung oder bei so einem LKW-Dings unter so einer Aludach. Und war direkt vor dem Gewitter da. Hat es so angefangen zu tröpfeln und dann dachte ich so, oh perfekt, ich habe hier ein riesiges Dach, das war wirklich riesengroß, wie von so einer Tankstelle und auf einmal schießt es in der Mitte überall einfach wie so ein Eimer Wasser über einen gekippt, dadurch und ich dachte so, ach du Scheiße. Fuck, Alter. Mein Schlafplatz war ab. Alter, das ist jetzt hier ganz wild. Oh. Da habe ich im Kopf schon einen Haken an alles gemacht, weil das war auch nur Dachsenhausen, da wohnen meine Eltern, und Singhofen, keine Ahnung, das sind 10 Kilometer oder so. Und ich war wirklich so kurz davor, zu Hause anzurufen und zu sagen, ey, kann mich bitte irgendwer abholen? Ich liege hier und es ist einfach alles nass. Dann habe ich mich in dieses Emergency PV reingelegt mit der Regenjacke und habe da irgendwie dann geschlafen. Der LKW-Fahrer da morgens, der erste kam um 4 und hat da seinen LKW getankt. Und also ich lag so hier. Und da, wo du stehst eigentlich, hat er dann seinen 40-Tonner geparkt. Und ich gucke so und denke so, hallo. Aber die waren alle nett. Das kann man denen nicht vorwerfen. Die waren alle nett und haben gedacht, oh ja, mach was du willst. Und dann habe ich mich um 6 Uhr in die Bäckerei in Singhofen gesetzt. Und irgendwann kam jemand und hat gemeint, du siehst aus, als ob du Hilfe brauchst. Und hat mich nach Bad Ems gefahren. Da habe ich dann meinen Reifen repariert. Dann bin ich wieder zurück nach Singhofen den Berg hochgefahren und dann den Berg wieder runtergefahren, weil die Strecke ja so weit ging. Und ja, jetzt bin ich wieder unterwegs. Was hat dich motiviert, nicht aufzugeben? Ich habe letztes Jahr aufgegeben. Das kann ich jetzt nicht schon wieder machen. Sonst muss ich ja nächstes Jahr schon wieder mitfahren.
Und jetzt bin ich auch schon so weit gekommen. Und jetzt muss man das einfach nur zu Ende fahren. 200 Kilometer. 225. Das ist eigentlich echt nicht weit. Aber ich glaube, das sind halt noch 3000 Höhenmeter oder so. Oder 2000 irgendwas. Ciao. Okay, ich will duschen. Wie geht's dir? Ja, das Schlimmste ist ehrlich gesagt, dass ich nicht geduscht habe seit 4 Tagen. Okay, welchen Abstand sollen wir wahren? 1,20 Meter? Das musst du selber einschätzen, aber ich würde Abstand halten. Du bist krass. Ich glaube, das kann. Aber es hat echt richtig Spaß gemacht. Also 10 von 10 Punkten voll für die ganze Strecke. Es war nur ganz, ganz selten, dass ich mir gedacht habe, das finde ich irgendwie scheiße. Ja, also der erste Tag hat einfach nur Spaß gemacht und dann bin ich halt weitergefahren und dann habe ich erst am Ende gesehen oder da wurde mir gesagt, dass ich so weit vorne bin. Noch ein Stück weiter noch. Das war nicht viel. Und danach bin ich halt einfach nur weitergefahren und habe versucht, mich nicht stressen zu lassen. Und mit dem Schlafen? Also, wie war das für dich? Also der Plan war immer so 2-3 Stunden eher 3 Stunden zu schlafen. Das sind dann meistens 2 geworden. Ja, außer der letzten Nacht habe ich glaube ich 4,5 geschlafen. Vor 2 Tagen in der Nacht bin ich in so ein Gewitter reingekommen und das war direkt über mir und ich wusste nicht genau, wo ich bin, aber ich wusste, dass ich oben bin. Und es kam runter und ich hatte wirklich richtig Angst und da habe ich dann auch halt angerufen daheim und wollte unbedingt mit jemandem reden, dass falls ich jetzt vom Blitz erschlagen werde, dass er nichts mehr mitbekommt. Ja, aber du bist dann weitergefahren, trotz Gewitter, oder? Nee, also es ging wirklich nicht. Ich bin dann in den allerersten Ort und da ins Haus rein, praktisch durch die Eingangstür reingefallen. Hab dann alle aufgeweckt um 1 Uhr morgens. Und die waren auch nur so, okay, wo kommst du her und was machst du hier? Und ich so, sorry, ich muss jetzt kurz warten, bis es aufhört zu regnen. Das heißt, die Leute kamen raus und haben geguckt, was du da machst. Der Vagabund da vor der Tür rumlungert quasi. So komplett dreckig. Genau. Aber die hatten halt eben Verständnis dafür und haben mich dann da 15 Minuten warten lassen. Und dann bin ich zur Grillhütte da weitergefahren und hab dann da geschlafen. Von Hütten her und so war es echt mega gut. Da hat man immer was gefunden. Cool. Halt sicher und vor allem auch warm zu schlafen. Frieren musste ich kein einziges Mal. Richtig cool. Ja. Hattest du einen Schlafsack dabei oder hast du? Ja, ich hatte Schlafsack und Isomatte dabei. Ich bin ja schon einige Rennen jetzt mittlerweile gefahren, aber ich habe noch nie draußen geschlafen, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja das allererste Mal. Wow. Und das passt schon. Gab es da einen Moment, der für dich irgendwie spooky war oder so, gerade wenn du alleine unterwegs bist? Also einen Moment, wo es über mich herum überall geraschelt hat und dann leuchte ich mit dem Handy und dann sind da, keine Ahnung, 20 Siebenschläfer um mich rum und haben geguckt, was es noch zu naschen gibt und haben meine Brötchen dann mitgenommen, das durften die dann auch haben. Da war ich so, ja, die machen hoffentlich nichts, haben mich umgedreht und die anderen Süßigkeiten mit in den Schlafsack genommen. Wahnsinn. Und hab sie dann da gelassen. Gut, Dann jetzt geh ich vielen duschen. Dank, genau, sonst frisst du dir noch einen ab. Auf den Moment freue ich mich seit 3 Tagen. Irgendwie nicht. Ah, okay. Sag mir was zu ziehen. Gut gelernt. Sweet. Hast du geschlafen? Nee. Ich fahre seit gestern Morgen. Ich glaube, ich bin noch nie so lang gefahren. Ja!
Hier rein, hier rein, hier rein. Amazing. Pass auf dich auf. Mach langsam. Alter. Was für ein Scheiße. Schön, dass du da bist, Mann. 24 Stunden Fahrzeit. Stopp. Stopp. Herzlich willkommen. Geil. Geil. Ja, Batterie leer, gut. Stimmt. Oh, hallo. Wie geht's dir? Ja, reicht. Ja, sonst ist geil. Glückwunsch. Oh, Glückwunsch, ey. Die 3 vom ersten Tag. Krass. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mal irgendwie nach vorne komme. 15,57. Marc, willkommen. Geil. Schön. Meister. Sehr gut hier. Alter. Ja. Wow. Hunger? Ja. Ich habe seit Sonntag nichts Richtiges gegessen. Nur Riegel und Red Bull und Scheiß. Salat von der Dagmar. Ich habe das schon benutzt, den Löffel, aber Hier. ich hoffe, ist mir jetzt egal. Hast du Bock auf einen ordentlichen Drink? Sei es ein Bier oder ein alkoholfreies oder, oder Radler oder was Ja, weiß ich. irgendwas alkoholfreies wäre, glaube ich, gut. Wir haben alkoholfreies Hefe und alkoholfreies Pilz und alkoholfreies Radler. Oder einfach nur Limonade, Cola. Ja, genau. Ja. Was Großes. Ja. Alles gut? Möchtest du nicht vom Fahrrad kommen? Nö, Ja. Ich kann da nö, Mann. Oder so. Aber es ist gut, dass es jetzt rum ist. Das war übel. Das war aber cool. Letztes Jahr habe ich. Immer wenn das Koffein aufhört zu wirken, das ist so krass, was dann abgeht im Kopf. Hey, dann ist das der komplette Zauberwald. Du kannst dich noch daran erinnern, dass du heute Morgen gesagt hast, das ist schon komisch bei den Pferden, wenn man an Dinosaurier oder sowas. Gemacht, als er das erzählt hat. Nee, ich habe dann auf ihn aufgepasst kurzzeitig, aber er meinte. Ei. Stinkt das natürlich nicht sauber. Ich habe immer gedacht, du kommst noch von hinten. Ja, aber und ich habe so an der Zündschnur gezogen. Er ist halt an mir vorbei, ne? Ja, so solche Augen. Was zum Geier passiert hier? Was hat der Junge gefrühstückt? Und dann erklärt er mir, also dich will ich dich gar nicht angreifen. Ne? So richtig defensiv. So, ja, kein Problem, ich wollte dich gar nicht ärgern. Mir geht's um den Markt. Das ist der Markt, der von hinten kommt. Nice! Hallo. Mega! Alter Schwede! Hey, herzlich willkommen! Sind hier noch so viele Ideen, dass du nicht vom Fahrrad fällst? Ja. Fazit, ja. Das ist das Beste. Fazit, ja. Fies, Also ich werde so langsam zum Gummibär, glaube ich. So viele, wie ich gegessen habe. Meine ganzen Beine sind aufgeschwemmt. Aber die und haben mich ansonsten offensichtlich gepusht. ist irgendwie interessant so, ne, dass man so für geistige Freiheit seinen Körper komplett schindet. Ja, aber hat Spaß gemacht. Hat funktioniert. War eine gute Reise. Mega. Ja, ein paar Anstrengungen, aber Dezent. ja, dezent. Was war die größte Anstrengung? Ich glaube Schlafentzug. Gehe morgen in den Supermarkt und hole mir erstmal gesundes Essen. Ich habe echt gedacht, ich mir Obst, Gemüse. Ja. Obst, Gemüse. Ja. Und dann stundenlang essen.
It was the bike, not the ride. You can always go single speed. I always thought about if I lost my Dorello. Put the chain. Probably the hanger brake or also the Everything. Vielleicht stimmt das Rad. Brauchst du nicht mehr. Willst du was trinken? Ich nehme. Hast du genug Wasser bekommen? Ich nehme Bier. Ja, Geil. Helles? Ja. Geil. Thank you too. Amazing. You too. I tried to do a single speed, but didn't work. Yeah. Then went to the next village. I'm sorry. You're number 2 by heart. Yeah. You are. I lost a screw in my shoe, so it now like No, you can't actually. it doesn't come off. Yeah. Yeah. So, that was an amazing. Hey, look at that. Great. Good job, buddy. Yeah, you too. It was so nice riding with you. That was fun. Yeah. Let's do it again someday. Yeah, another lap. When you're back in Germany someday or I'm in UK, yeah, then we have to ride together. Sounds good. Just the time without light. Nice. You did it. Oh, schon. Saugeil, mein Freund. Ich telefoniere mit meiner Frau und ich habe Die esse ich auch direkt. Das ist schön Empfang hier. Ein Zeitlimit in dem Sinne gibt es nicht. Wir haben eine Abschlussfeier nach knapp 7 Tagen, 6,5 Tagen. Und für die meisten ist das Ziel auf jeden Fall, es bis dahin zu schaffen. Sie hat vor allen Dingen schon aufgegeben und dann ist sie doch wieder Ja, ein bisschen verwirrt. Und dann hat sie jetzt den Ja, die hat schon zurück.
Kannst gerne hier hochfahren, wenn du willst. Stempel, ich habe den dritten Stempel vergessen. Nein! Das muss nochmal zurück. Ganz stolz auf dich. Wer ist gekommen? Faster and then an ice cream machine went away. Vielen Dank. Few quick words. First of all, thank you all so much for coming and riding. This track is very special to me, and to see all of you conquer it and take it on, and it's just amazing. I'm really proud of all of you, actually. So I think you should give yourselves a round of applause first. The amazing crew, without them it wouldn't be possible. Yeah, I just would like to share one story. There were hundreds, so I could go on for hours, but I just want to, not a story actually, a moment that stuck with me, one of many, was when I met Natalie in Kronochtal, just before Pressberg in the morning, and you were very tired and hungry, and you said, you were very optimistic, and you said, I'm just gonna find some food and then everything will be okay again. Yeah, I knew that the shop in Pressberg was closed. And you didn't tell me. I didn't say anything, but I knew what comes after Pressberg is the Camp Turanzo, and I knew the shop there is closed as well. And after that comes the trail that everybody loved so much. It's Auertal with the nettles and the mud. And yeah, I just said, good luck. Yeah, when you left us, it started to rain pretty heavy. And we moved on, and then a few hours, or many hours later, that same evening, I met you again on the climb out of Assmannshausen on the vineyard, and it was like a different person. You were like smiling and happy, and you told me I had the biggest schnitzel ever, and potatoes, and like you were climbing into the sunset, and I could feel the happiness. And yeah, not a crazy story of mechanical or anything, but it stayed with me because I think it symbolizes pretty well why we do this. You all know how it is, like you have these, it's hard to ride this track, and you have these low moments, but you just keep on going, and then you will find a schnitzel or whatever it is, and it will all be all right again.